Hallo und herzlich willkommen bei Motorart. Heute möchte ich euch gerne die KTM Duke 125 vorstellen. Das Besondere an der Duke ist, dass es ein Leichtkraftrad ist und du mit der Führerscheinklasse A1 oder mit der Erweiterung B196 das Motorrad fahren kannst. Wenn du deinen Pkw-Führerschein mindestens 5 Jahre besitzt, gehst du zur Fahrschule, sitzt deine Pflichtstunden ab und dann kannst du eigentlich schon losfahren. Also das Motorrad ist für Fahranfänger und für die Leute, die sich ans Motorradfahren antasten wollen, optimal. Schreibt mal unten in die Kommentare, was eurer Meinung nach auch ein cooles Anfängermotorrad wäre. So, kommen wir zu der Bauart. Das ist ein Naked Bike. Vorgänger hat sie keine. Sie war die erste auf dem Markt. Sie hat aber mehrere Geschwister. Das wäre einmal die KTM Duke 200 und KTM Duke 250. Es gibt noch eine Modellvariante von der Duke 125 und zwar die KTM RC 125. Die ist voll verkleidet. So, kommen wir zu den Baujahren. Die Maschine kam 2011 auf den Markt, wird bis heute 2024 noch hergestellt, natürlich mit Veränderungen. Die Maschine speziell ist jetzt von 2017 und die ist gut. Die Maschine wird in Indien zusammengebaut. Das bedeutet, die Maschine hat jetzt einen Bauzeitraum von 13 Jahren. In dem Zeitraum gab es natürlich viele Veränderungen, wie zum Beispiel 2013 hat die Duke 125 ein ABS-System bekommen und sie war somit die erste in ihrer Klasse. Das erste große Facelift der Duke kam 2017. Und was hat sich 2017 geändert bei der Maschine? Der Tank ist größer geworden, von 11 Liter auf 13 Liter,4. Dadurch ist sie ein bisschen speckiger geworden. Und zwar wog die Maschine 137 Kilogramm und ab 2017 war das Gewicht 153 Kilo. Außerdem wurde die Beleuchtung von Halogen auf LED umgerüstet und sie hat noch ein TFT-Bildschirm bekommen. Die Sitzhöhe ist um 20 mm erhöht worden. Sie hat vorne einen Bremssattel mit 4 Bremskolben bekommen anstatt 2 Kolben und die Abgasnorm wurde auf Euro 4 umgerüstet. Die letzte Änderung der KTM fand in 2024 statt, also dieses Jahr. Und ja, die hat größere Bremsscheiben bekommen, vorne von 300 auf 320 und hinten von 230 auf 240 für eine bessere Bremsleistung. Sie hat einen kleineren Radstand bekommen und zwar von 1367 mm auf 1357 mm. Sie hat jetzt 1 Kilogramm zugenommen und zwar wiegt sie jetzt zurzeit 154 Kilo. Das 24er Modell hat einen neuen Rahmen bekommen, ein neues Federpaket, eine neue Schwinge, neuer Auspuff, neue Fußrasten und eine neue Frontmaske. An der Bremse hat sich auch einiges geändert und zwar hat er hinten einen 2-Kolben-Bremssattel anstatt einen 1-Kolben-Bremssattel. Sie hat jetzt auch eine bessere Abgasnorm. Anstatt Euro 4 hat sie jetzt Euro 5.2 und leider ist dadurch die Newtonmeterzahl etwas geringer geworden und zwar von 12 Newtonmeter ist sie jetzt auf 11,5 gesunken. Und sie hat noch ein neues TFT-Bildschirm bekommen mit einem Schaltwürfel, was die Bedienung vereinfacht. Im Allgemeinen hat die Maschine 11 kW, das wären 15 PS, eine Newtonmeterzahl von 11,5 bis 12 Newtonmeter, eine Verdichtung von 12,6 bis 12,8, kommt darauf an, was für ein Baujahr ihr euch zulegt. Und eine höchstmaximale Geschwindigkeit von 114 km/h erreicht die Maschine. Meiner Meinung nach für einen Fahranfänger ist es vollkommen ausreichend. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. So, kommen wir zu den Maßen. Im Allgemeinen hat das Motorrad einen Radstand von 1367 mm bis 1357 mm, eine Breite von 760 mm
Und das Gewicht wäre von 137 Kilogramm bis 154 Kilo. Tankvolumen ist von 11,5 Liter bis 13,4 Liter. Das wären ungefähr 500 Kilometer Reichweite. Kommt natürlich darauf an, was für ein Baujahr ihr da euch zugelegt habt. Die Sitzhöhe des Motorrads kommt natürlich auf das Baujahr an, was ihr euch dazu legt. Ist von 800 mm bis 830 mm. So, hier ist die Maschine von 2017. Sie hat eine Sitzhöhe von 820 mm, ein Tankvolumen von 13,4 Liter und einen Radstand von 1367 mm. So, kommen wir zum Motor. Das ist ein Einzylindermotor, Viertaktmotor, 4 Ventile und wassergekühlt. Er hat 125 Kubik, eine Bohrung von 58 mm, eine Hub von 47 mm. Dadurch kommen wir auf eine Verdichtung von 12,8:1. Je nachdem, welches Baujahr eure Maschine hat, gibt es eine Verdichtung von 12,6 und 12,8:1. So, der Motorölstand lässt sich hier durch das Schauglas prüfen. Er muss immer zwischen den zwei Linien hier liegen und dann ist er optimal. Der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit befindet sich hier vorne. Hier kann man den Stand ablesen. Falls zu wenig, hier kann man nachfüllen. Kommen wir zum Getriebe. Ist ein Sechsganggetriebe mit einer Mehrscheibenkupplung im Ölbad und sie wird mechanisch betätigt. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Kette aufs Hinterrad. So, da wir sowieso hier hinten sind, haben wir hier das Zentralfederbein mit einem Federweg von 150 mm und hier oben kann man die Vorspannung einstellen. Hier vorne ist eine Upside-Down-Gabel verbaut mit einem Durchmesser von 43 mm und einem Federweg von 142 mm. Kommen wir zu der Bremsanlage hier vorne. Hier ist ein ABS-System verbaut. Sieht man hier an den ABS-Ring. Eine Bremsscheibe mit 300 mm Durchmesser, einen Bremssattel mit Vierkolbensystem. Die vordere Bremse wird hydraulisch betätigt mit dem Bremshebel hier vorne und hier befindet sich die Bremsflüssigkeit für den vorderen Bremskreis, die mindestens einmal im Jahr gewechselt werden sollte. So, die hintere Bremse wird auch hydraulisch betätigt durch diesen Fußhebel. Hier befindet sich der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit für den hinteren Bremskreis. Hinten haben wir eine Bremsscheibe von 230 mm verbaut und einen Bremssattel mit einem Bremskolben. Kommen wir hier vorne zu der Bereifung und der Felgengröße. Hier fahren wir 110, 70, 17. Die Felgengröße ist 3x17. So, hinten fahren wir 150, 60 R17 und die Felgengröße ist 4x17. Meiner Meinung nach ist das für eine 125er doch ein recht breiter Schlappen, den sie da drauf hat. So, kommen wir zu der Ausstattung und dem Umbau bei der Maschine. Ausstattung ist halt LED-Beleuchtung komplett, sei es die Blinker, Rückleuchte, vorne der Scheinwerfer, TFT-Bildschirm. Was cool auch an der Maschine ist, die Armaturen sind alle beleuchtet, also echt klasse. Das haben nicht mal die großen Maschinen. Zum Umbau. Lenkerendspiegel wurden hier dran gebaut, die Originalen wurden abmontiert und ein kurzes Heck, also kürzere Kennzeichenhalter, weil das andere nicht so schön ist. Ansonsten ist die Maschine im Originalzustand. Ja, das war es auch eigentlich schon. Ne? So, kommen wir jetzt zu dem nicht so schönen Teil, ja, zu den Kinderkrankheiten und so des Modells. Ich selber würde euch jetzt raten, nicht die Modelle von 2011 bis 2013 zu holen, weil die haben sehr viele Kinderkrankheiten. Erst ab 2013 wurden die Kinderkrankheiten sozusagen ausgemerzt und die Maschine bekam auch ein ABS-System. Deswegen meine Empfehlung an euch, lieber die neueren Modelle zu kaufen. Das Modell ist jetzt 2017, hat natürlich aber auch Krankheiten.
die sich aber in Grenzen halten. Das wäre einmal, während der Fahrt geht der Motor aus und die hat einen Rückruf bekommen für ein Software-Update für die vordere Lichtmaske. Und wenn das alles behoben ist, dann ist die Maschine eigentlich sehr zuverlässig. So, ab 2024 kann man sich das Modell ab 5.500 Euro zulegen, aber bedenkt dran, dass das Video immer zu älter wird und der Preis variieren kann. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich für eine 125er, ja, der Preis ist zu hoch, meiner Meinung nach. Aber teilt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren mit, wie ihr das so findet. Zu den Serviceintervallen und so kann ich euch nicht viel erzählen. Also ich selber mache das an der Maschine einmal im Jahr, Ölwechsel, alle Filter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, halt so was ansteht. Ne? Für Ventileinstellung, wenn ihr da Fragen habt, wendet euch am besten an KTM selber und ja, da könnt ihr nachfragen, wie was wann gemacht werden muss. So, kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wird den einen oder anderen weiterhelfen können. Wenn ihr irgendein bestimmtes Motorrad sehen möchtet, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, auf Wiedersehen und allzeit gute Fahrt. Ciao.